Zu Gast in SWR3 Magma heute Vormittag Melanie Thornton. Hello. Hi there. Melanie, it's nice to meet you again. We heard a lot in the 90s from you with La Bouche. Yes. And right now on your own. Yep. Also wir kennen Melanie schon. Sie war 50% von La Bouche, hatte damit Wahnsinnshits ohne Ende. Dann haben wir erstmal gar nichts gehört und jetzt ist sie wieder da, ganz alleine. Melanie Thornton, Ready to Fly. Dazu gibt's jetzt auch ein Album. Love How You Love Me ist schon ein Riesenhit. Die nächste Single-Auskopplung Heartbeat wird dann wohl auch einer werden. So, why did you decide to do the job on your own? Yeah. For several reasons. One of which was the fact that, La Bouche's second album was not successful. It was pretty much a flop. That, along with other things, showed me that the group had kind of lost its attraction for the audiences and also for the record company. It seems that the record company lost faith in the project. I kind of felt like, maybe it's time for me to move on and do something different, find something new. So then my manager put out feelers to record companies. We got very favorable response from Sony Epic in the UK, and they contacted Sony Epic Germany, and they put together a deal that I could not refuse. Melanie sagt gerade, das zweite La Bouche-Album war, sie hat das so nett formuliert, pretty much a flop. Ja. Also es war nicht so erfolgreich. Und auch die Plattenfirma hatte nicht mehr so ganz den Glauben in das Projekt La Bouche, also hat sie dann irgendwann zusammen mit ihrem Manager gesagt, gut, dann jetzt Melanie Thornton alleine, aber wir brauchen eine Plattenfirma. Und da war die Sony in England, die gesagt hat, oh, die Frau Thornton, die singt aber klasse. Und die haben dann der deutschen Sony Bescheid gesagt, nehmt die doch mal bitte unter Vertrag, die soll jetzt mal ein Album machen. Dieses Album ist jetzt draußen, heißt Ready to Fly. Und ich muss gestehen, das Tollste an diesem Album, ich habe Tränen gelacht, sind die Credits. Especially the story about your sister's wedding day. True story, I swear. Nämlich, dass ihre Schwester sie bei ihrer Hochzeit nicht singen lassen wollte. Melanie, please tell us the story about your sister's wedding. Oh gosh, it was, when my mother was asking my sister if she would like me to sing at her wedding. This was, a few weeks before the wedding, and Lois was resoundingly, no, she'll mess up my wedding. I do not want her singing at my wedding. She heard me singing in the house only. She didn't take me seriously, when I always said I wanted to sing. She just heard me screaming with the comb around, in the house and always telling me to shut up. So she had some other high school friends of hers to sing for her wedding. But I tell you, it was like a year and a half later when she had come home from Colorado. At this point, I was singing with a cover band, and she came to a show that I did. And she was floored by my performance, because she had no idea that I was really that serious about singing. And she became my biggest fan, and now she is my manager. Ja, real family business. Yeah, okay. Eine wundervolle Geschichte. Also, als Melanies Schwester geheiratet hat Melanies Mutter gesagt, ach wie praktisch, da kann Melanie ja singen. Damals war Melanie 15. Und Melanies Schwester kannte Melanies Gesang nur von zu Hause. Und hat gesagt, um Gottes Willen, nein, die singt nicht auf meiner Hochzeit. Niemals. Es gab also eine nette Szene im Hause Thornton damals. Und das Ende vom Lied war eigentlich, dass dann Melanies Schwester 1,5 Jahre später Melanie live auf der Bühne mit einer Band gesehen hat und platt war. Also völlig begeistert, weil gesagt hat so, ich wusste gar nicht, dass sie es so gut kann. Sie kann es richtig gut und mittlerweile ist ihre Schwester auch ihr größter Fan. It's a real family business. Your brother-in-law is also working with you. Yep. He's done some tour management work for me, and we also do some co-producing together. Somebody else from your family? My mother. Okay. My mother, actually, she makes most of my stage clothes. I would just draw something down on a piece of paper, and she would make it for me. Really? That simple, yeah. Klasse, also sie hat echt so einen Familienbetrieb. Sie hat zum einen also ihre Schwester, die sie managt. Sie hat den Mann ihrer Schwester, der auch Tourmanagement und Co-produziert auf ihren Alben. Dann ihre Mutter, die also komplett die Garderobe von Melanie im Griff hat, die sensationell nähen kann. Melanie muss nur irgendwas aufzeichnen und Melanies Mutter geht hin und näht das einfach. Und zack, fertig ist das Ganze. Also unglaublich. You're really lucky. I am blessed, and I am very grateful.
Mit La Bouche hatte sie Nummer 1 Hits, aber das war musikalisch also eine ziemlich ganz andere Baustelle. Heute macht sie dann statt Dance-Musik eher Balladen. Melanie, comparing La Bouche's music with your solo album, it sounds totally different. What happened? I met the love of my life. Nein, doch so einfach, okay. Melanie sagt eben schon, naja, ganz einfach, ich habe die Liebe meines Lebens getroffen. How do you know? Oh gosh, I didn't know that you could know this before I met him. I actually met him on the internet. No. Yes. No. Yes. This guy I met and got to know somewhat on the internet, just from chatting, from exchanging emails. He was in Atlanta, I was in Germany, and he posted his biography and a picture on a website called Black Voices. Uh-huh. In his picture, he was standing taller than the doorframe. Now, I'm a tall girl, so of course I'm looking for, looking at tall guys. And I thought, he was very nice looking as well. But what really caught my attention was that in his profile, he stated that he enjoyed water sports, including cliff diving. This is not typical of a black American, okay? Uh-huh. So, I wrote him, to that effect. I'm like, are you crazy? Why do you jump off of cliffs? And he wrote me this sweet little friendly letter back, just saying that, he's from Hawaii. And when he was a kid, he and his brother and his dad would go out and do lots of water sports, surfing, cliff diving, anything that was on the water. And this was something that was totally different. Tolle Geschichte. Also Melanie Thornton hat die Liebe ihres Lebens im Internet gefunden. Ja, da musste ich auch erstmal kurz tief durchatmen, wie das passieren kann. Sie hat ein Foto von ihm und vor allem seine Biografie auf einer Internetseite entdeckt und hat gesagt, sieht ja ganz nett aus und ist vor allem relativ groß. Das konnte sie wohl auf dem Foto auch sehen, weil Melanie ist auch nicht die Kleinste. Da dachte ich, doch, sieht gut aus und ist nicht so klein und wunderbar und so. Und dann guckte sie sich sein Profil an, also wo er dann so seine Hobbys und so weiter draufschrieb. Und da las sie dann so Sachen, Wassersport, Cliffdiving, also eher gefährlich, ne? Und da dachte ich, das ist ein bisschen untypisch für einen Amerikaner. Also die ich kenne, gut, die gehen auf Barbecues, die gehen zum Baseballspiel und das war's eigentlich. Und der Mann ist voll sportlich und mutig muss er ja auch sein, wenn er solche Sachen macht. Juhu. Und schrieb ihm dann nur so nach dem Motto, bist du eigentlich bescheuert, dass du sowas machst? Weil ist ja nicht ganz ungefährlich, ne? Und er schrieb ja einen wundervollen Brief zurück. Und dann ging das alles los. Mhm. Seit wann geht das jetzt? Seit September 99. Aha. Und dann wir waren verheiratet. Tut mir leid, meine Deutsch ist so schlecht. And we got married January 15th of 2000. Klingt wie ein Märchen. Nach 3 Monaten hat Melanie ihre große Liebe geheiratet und sie sieht dabei immer noch ziemlich glücklich aus. Melanie Thornton, zu Gast in SWR3 Magma. Melanie, thank you so much for being here.